Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige jetzt mal wieder ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug im Maßstab 1:32. Diesmal handelt es sich um eine in Handarbeit aus Messing gefertigte Dampflok der Baureihe 24 mit dem Kosenamen Steppenpferd. Ihr Vorbild wurde ab 1927 bis 1940 insgesamt 95 Mal gebaut. KISS Modellbahnen Deutschland hat die Lok in 18 Varianten exklusiv für BIS Modellbahnen produziert. 16 Varianten haben den beim Steppenpferd üblichen kurzen Dreiachstender. Von so einer Variante habe ich aber bereits 2 Preview-Videos gedreht, die ich im Beschreibungstext verlinke. Außerdem ist eine weitere Variante mit Dreiachstender in meinem Videobericht über die Spur 1 Anlage Braubach zu sehen, den ich im Lokpark Ampfelwang gedreht habe. Deshalb habe ich mich für dieses Video für eine ganz spezielle Variante mit 4-Achstender entschieden. Und zwar die 24061. Sie wurde 1929 wie alle anderen Loks der Baureihe 24 mit einem etwa 6,7 Meter kurzen Dreiachstender gebaut. 1948 erhielt sie allerdings einen mehr als 9 Meter langen 4-Achstender von einer Baureihe 50. Sie konnte damit für mehr Reichweite deutlich mehr Wasser und Kohle bunkern. Dieses Modell der 24061 ist ziemlich genau 61 cm lang, also etwa 7 cm länger als die anderen Modelle von KISS BIS Modellbahn. Nach dieser ersten kleinen Probefahrt zeige ich unter anderem, wie die Lok ausgepackt wird und was zum Lieferumfang gehört. Dann werfe ich einen Blick in die Bedienungsanleitung, zeige viele Modelldetails, spiele die digital aktivierbaren Sounds ab und zeige danach noch einige Probefahrten mit Sound und Rauch. Jetzt geht es ans Auspacken. In einem riesigen Versandkarton mit Polsterflocken befindet sich dieser knapp 60 x 37 x 24 cm große Schutzkarton. Er wiegt samt Lok 10,6 Kilogramm. Und darin ist der eigentliche schick gestaltete Verkaufskarton der Lok. Nun ist viel Kraft erforderlich, weil der Deckel beim Abheben natürlich massiv Unterdruck erzeugt. Im Karton befindet sich zunächst ein Prospekt mit Neuheitenankündigungen von BIS Modellbahn. Dann folgt links ein schickes Stoffwischtuch. Rechts sind Stoffhandschuhe, die sogar Gumminoppen haben. Aber ich verwende Handschuhe nur ungern, weil man damit immer wieder mal in filigrane herausstehende Kleinteile der Lok einfädelt. Zudem liegt ein Kreuzschlitzschraubendreher bei, den ich jetzt gleich verwenden werde. Außerdem gibt es fein detaillierte Figuren eines Lokführers und eines Heizers, die Michiel Stolp von Becasse Weathering bemalt hat. Schließlich liegen noch 2 Gummischläuche und 2 lange, dünne rote Federn bei, die man beim Einsatz auf Gleisen mit schlanken Radien zwischen Lok und Tender in Szene setzen kann. Zu guter Letzt ist hier noch die Bedienungsanleitung mit 26 Seiten, die ich jetzt mal schnell durchblättere. Das Heftchen gibt es zwar nur in deutscher Sprache, aber es ist dafür sehr ausführlich verfasst und schön illustriert. Zunächst kommt eine Übersicht der 18 realisierten Modellvarianten. Dann gibt es Infos zu Modelldetails, Decoder und Inbetriebnahme. Es folgen 4 Seiten über die Entstehungsgeschichte der Baureihe 24. Nun werden vorbildlich ausführlich die 25 aktivierbaren Digitalfunktionen des Modells erklärt. Schließlich gibt es noch Informationen zum Dampfgenerator für den Schornstein und die Zylinder sowie Wartungs- und Gewährleistungshinweise. Jetzt packe ich die Lok aus. Zunächst muss die Styropor-Schutzschale abgenommen werden. Dann markiere ich fürs spätere einfachere Wiedereinpacken die Position der ersten Lokachse und entferne die Sicherungen für die beweglichen Domdeckel und die Rauchkammertüre.
Jetzt muss die 2,8 Kilogramm wiegende Lok noch vom Transportbrett abgeschraubt werden und dann gibt es einen Blick aufs Fahrwerk. Zunächst zeige ich die Beweglichkeit der Vorlaufachse. Sie hat ein horizontales Spiel von 1,5 mm, kann gut pendeln und ist nach oben abgefedert. Zudem sorgt eine Mechanik dafür, dass das jeweils innere Kolbenstangenschutzrohr bei Bogenfahrten automatisch weggeschwenkt wird. Die vordere Kuppelachse ist ca. 2 mm horizontal verschiebbar und ebenfalls nach oben abgefedert, ebenso wie die eigentliche Treibachse gemäß Vorbild und die hintere Kuppelachse. Diese ist beim Modell die Treibachse und enthält ein kugelgelagertes Getriebe, das mit einem Faulhaber-Glockenankermotor mit Schwungmasse verbunden ist. Hier sieht man die Achsmagnete und den Hallsensor für das radsynchrone Dampflokgeräusch. Die Stromversorgung des Digitaldecoders der Lok erfolgt über die Kugellager der Treibachse und die beiden Kuppelachsen und auch über die Kugellager am Lenkgestell der Vorlaufachse. Noch ein Schwenk zurück zum Führerhaus mit der Kupplung für den Tender. Sie hat eine weit auslenkende Kulissenführung und einen Hebel zum bequemen Abkuppeln. Außerdem enthält die Kupplung elektrische Kontakte für den Lautsprecher des Modells, der im Tender untergebracht ist. Jetzt packe ich noch kurz im Zeitraffer den Tender aus. Er hat übrigens ein Gewicht von 1,8 Kilogramm. Auch die Drehgestelle des Tenders sind im Hinblick auf den Einsatz auf Gleisradien ab 1020 mm sehr beweglich konstruiert. Hier dienen ebenfalls die Kugellager aller Radsätze für die Stromaufnahme. Und zwar in diesem Fall für einen Funktionsdecoder Lokpilot 5 von ESO, der allerdings lediglich die Leuchten am Tenderende schalten muss. Nun ein Blick auf den Kupplungsarm an der Tenderfront. Auch er hat eine Kulissenführung. Zudem verfügt er über 4 Löcher zur Kupplung mit der Lok in 4 verschiedenen Abständen. Zum Ankuppeln wird der Tender einfach aufs Gleis gestellt und zur Lok geschoben. Dann wird der Hebel an der Kupplungsdeichsel der Lok angehoben und der Tender endgültig zur Lok geschoben. Für die engste Kupplungsposition muss der Führerstand noch ein wenig angehoben werden. Jetzt hängt der Tender stabil hinter der Lok und hat etwa 1,5 mm Spiel im Loch der Kupplung. Durch Entriegeln des Hebels kann der Lok-Tender-Abstand in 3 Schritten um jeweils ca. 3,5 mm vergrößert werden. Das ist aber vermutlich nur für den Einsatz der Modellvariante mit dem regulären Dreiachstender bei unterschiedlichen Gleisradien relevant. Dieses Modell mit Vierachstender schafft nämlich sogar in der kürzesten Kupplungsposition enge Gleisbögen mit nur 1020 mm Radius. Ich komme jetzt zu den Digitalfunktionen des Modells. Nachdem sich sowohl in der Lok als auch im Tender ein Decoder befindet, kann ich ausnahmsweise gleichzeitig die Lichtumschaltung von Lok und Tender zeigen. Zunächst schalte ich mit F0 die Spitzenbeleuchtung ein. Dann wechsle ich per Digitalzentrale die Fahrtrichtung. Mit F15 kann alternativ oder zusätzlich die Schlussbeleuchtung aktiviert werden. Ich wechsle nochmal per Zentrale die Fahrtrichtung. Nun schalte ich F0 ab, deaktiviere also die Spitzenbeleuchtung. Dann wieder ein Richtungswechsel.
Ich schalte F0 wieder ein. Mit F6 aktiviere ich jetzt die Doppel-A-Rangierbeleuchtung und schalte sie nun wieder aus. Abschließend nochmal ein Fahrtrichtungswechsel. Noch kurz eine Nahaufnahme der beiden unteren Frontleuchten. Bei dieser Modellvariante der Baureihe 24 gibt es eine Triebwerksbeleuchtung. Sie wird mit F16 eingeschaltet. Auch zwei andere der insgesamt 18 Modellvarianten haben eine Triebwerksbeleuchtung. Außerdem hat das Modell natürlich wieder eine Führerstandsbeleuchtung. Sie wird aber nicht separat per Funktionstaste aktiviert, sondern automatisch parallel zur Spitzenbeleuchtung der Lok. Und wenn das Modell fährt, wird die Führerstandsbeleuchtung nach einigen Sekunden automatisch abgeschaltet. Bei der Gelegenheit gleich ein Blick auf die beweglichen Vorhänge aus Stoff. Außerdem flackert bei diesem Modell gelegentlich zufallsgesteuert die Feuerbüchse. Dabei ertönt dann eigentlich der Sound des Kohlenschaufelns, der aber natürlich nicht zu hören ist, weil ja der Tender mit dem Lautsprecher für diese Führerstandsaufnahmen nicht angeschlossen ist. Auf beiden Seiten ist das hintere Führerstandsfenster verschiebbar. Zudem klappen die Türen nach innen weg und sind gefedert. Als nächstes fixiere ich die mitgelieferte Figur des Lokführers mit Hilfe von ein wenig Patafixmasse unter seinen Schuhen auf dem Führerstandsboden. Und jetzt kommt auch der Heizer an einen passenden Platz. Bevor ich zu den Sounds des Modells komme, noch schnell ein Blick an die Lokfront, zu den beweglichen Puffern, der gefederten Schraubenkupplung und den abnehmbaren beweglichen Bremsschläuchen.
Als nächstes gibt es Detailansichten und Geräusche der Lok. Das Modell hat einen Lok-Sound 5 XL Decoder von ESU, der aber mit Geräuschen der österreichischen Firma Leo Soundlab programmiert wurde. Ich beginne mit Funktionstaste 2 für einen Achtungspfiff für Rangierfahrten. Es sind mehrere unterschiedliche gespeichert, die zufallsgesteuert abgespielt werden. Funktionstaste 3 ist für einen kurzen Achtungspfiff. Dann gibt es mit F12 einen Achtungspfiff für Streckenfahrten. Mit Funktionstaste 13 gibt es einen langen Achtungspfiff in 2 Varianten. F14 sorgt für einen Dauerpfiff in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. F5 aktiviert die Glocke bzw. das Läutewerk. Dann gibt es per F9 mehrere verschiedene Schaffnerpfiffe. Als nächstes das Sanden. Der Injektor. Die Speisepumpe. Die Luftpumpe. Jetzt steht die Baureihe 24 auf einem Rollenprüfstand und ich aktiviere mit F1 die Fahrgeräusche mit zunächst dem Sieden. Sobald irgendeine der Lichtfunktionen aktiviert wird, ertönt automatisch das Geräusch eines Generators. Beim Fahrtrichtungswechsel per Digitalzentrale betätigt ein versteckter Servomotor die Steuerung und es ertönt ein entsprechender Sound. Ich wechsle wieder auf die Vorwärtsfahrt. Jetzt schalte ich die Beleuchtung nebst Generatorsound wieder ab und wechsle dann auf Rückwärtsfahrt. Und nochmal auf Vorwärts. Bei aktiviertem Sound gibt es auch immer wieder mal Zufallsgeräusche wie das Kohlenschaufeln.
Dann aktiviere ich das Zylinderentwässern. Und nun fahre ich die Lok an und zeige dann, wie man per Funktionstasten einen Fahrsound ohne Last oder mit schwerer Last simulieren kann. Als nächstes zeige ich bei einer Fahrt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wie sich der Sound dabei entsprechend verändert. Zudem habe ich F22 für den Bremsenquietsch-Sound eines ganzen Zuges aktiviert, der dann kurz vor dem Stillstand ertönt. Jetzt zeige ich das per F4 während der Fahrt auslösbare dynamische Bremsen mit verkürztem Auslaufweg. Wenn man die Funktionstaste wieder löst, fährt die Lok automatisch wieder an und beschleunigt bis zur in der Digitalzentrale aktuell eingestellten Geschwindigkeit.
Zu guter Letzt gibt es noch den per F18 aktivierbaren Sound der Luftpumpe, der sich ebenso wie der Sound der Speisepumpe je nach Geschwindigkeit des Modells anders anhört. So, genug mit den Trockenübungen auf dem Rollenprüfstand. Die Baureihe 24 steht jetzt auf meinen Testgleismodulen für eine Fahrt in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe. Sie braucht dabei für einen Meter 156 Sekunden. Das ist faszinierend langsam und entspricht beim Vorbild gerade mal 0,75 Stundenkilometer. Bei dieser Langsamfahrt durch zwei gegenläufig angeordnete Weichen mit 1020 mm Abzweigradius sieht man auch sehr schön, wie das innere Kolbensstangenschutzrohr automatisch bei Kurvenfahrten weggeschwenkt wird. Und nun ein bisschen schneller. Bei dieser zweiten Langsamfahrt zeige ich noch, wie gut die Lok-Tenderkupplung die engen Gegenbögen mit 1020 mm Radius bewältigt. Übrigens hat der Loksound 5 XL Decoder auch wieder einen Energiepuffer zur Stromüberbrückung von verschmutzten Gleisen. In ein paar Fahrtests konnte er etwa 2,5 Sekunden Stromausfall überbrücken. Die Lok fuhr damit in Fahrstufe 10 von 28 samt Licht und Sound knapp 40 cm weiter. In Fahrstufe 14 legte die Lok in derselben Zeit etwas mehr als 60 cm zurück.
Als nächstes gibt es die kurze Pendelfahrt auf meinem Fotodiorama, die am Anfang meines Videos schon mal zu sehen war, aber wie vorhin versprochen, ohne störende Worte von mir. Jetzt noch einmal diese Pendelfahrt, diesmal aber ohne zugeschaltete Beleuchtung, damit man die Lok mal ohne Generatorgeräusch hören kann. Nun gibt es diese Pendelfahrt in der Gegenrichtung, damit man auch mal die Lokführerseite schön sehen kann.
Wer jetzt noch Lust hat, kann sich eine oder mehrere meiner 4 längeren, ebenfalls automatisiert ablaufenden Testfahrten auf meinen Testgleismodulen ansehen. Sie dauern jeweils knapp 5 Minuten. Die erste Fahrt zeige ich ganz normal mit der Heizerseite der 24061. Während der zweiten Pendelfahrt erkläre und zeige ich im Video, wie die von mir auf der Central Station 3 erstellte Ablaufsteuerung für solche automatische Lokfahrten prinzipiell funktioniert. Die nächste große Pendelfahrt zeigt dann wieder die Lokführerseite des Modells und schließlich gibt es diese Fahrt auch noch einmal ohne Licht und damit ohne störenden Generatorsound.
Nun zur zweiten Pendelfahrt. Nachdem ich immer wieder mal gefragt werde, wie die Loks auf meinen Testfahrten automatisiert gesteuert werden, zeige ich das jetzt mal direkt auf dem Display der Central Station 3 von Märklin. Rechts sieht man noch den Fahrregler der Baureihe 151 von meinem letzten Auspackvideo, den ich jetzt aber einfach mal wegschiebe. Links ist der Lokfahrregler für die Baureihe 24, hier mit einem visualisierten runden Tacho. Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt an einer CS3 wahlweise mit den runden Drehreglern oder durch einen Touchscreen-Tipp direkt auf den Tacho. Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt entweder durch Drücken des Drehreglers oder durch Antippen der Richtungspfeile. Die Funktionen werden durch Antippen der entsprechenden Felder ausgelöst. Üblicherweise gibt es für die Funktionen auch Symbole, aber die habe ich der Übersicht halber jetzt nicht angelegt. Ich schiebe den Fahrregler noch weiter nach links, damit der Geschwindigkeitstacho platzsparend auf die Balkenanzeige umschaltet. Nun tippe ich oben auf Ereignisse und bekomme ein Auswahlfenster mit einigen bereits von mir gespeicherten automatischen Fahrabläufen. Dann kann man einen davon auswählen, der unten als Fenster angezeigt wird. Das ist die kurze Fotodiorama-Pendelfahrt meines letzten Auspackvideos mit der Baureihe 151 von Märklin. Dann die lange Pendelfahrt auf den Testgleismodulen und die kurze in der langsamsten Fahrstufe. Als nächstes die Langsamfahrt der Baureihe 24 aus diesem Unboxing-Video. Hier die beiden vorhin zu sehenden Fotodiorama-Fahrten mit und ohne Licht und schließlich noch die langen Fahrten auf den Testgleismodulen. Ich zeige jetzt gleich parallel im Video die Fahrt der Lok und die entsprechenden Schritte auf der Ablaufsteuerung an der Zentrale. Jetzt starte ich den Fahrablauf für die lange Fahrt mit Beleuchtung. Unten sieht man links vom roten Balken den jeweils gerade aktiven Programmschritt. Das Licht und den Pfiff am Anfang nutze ich immer, um mich für die Videoaufnahme bereit zu machen. Jetzt geht es wirklich los mit F1 für den Fahrsound. Man sieht die jeweils aktiven Funktionen auch immer parallel auf dem Bedienpult. Mit F8 schaltet sich nun der Rauchgenerator zu. Dann der Achtungspfiff. Und jetzt sieht man parallel zur jeweils von mir vorgegebenen Fahrstufe diese auch in etwa in der grünen Balkenanzeige des Fahrreglers. Programmiert wird diese Ablaufsteuerung übrigens vollkommen ohne PC, indem man seinem Ablauf einen Namen gibt, hier beispielsweise 24061 lange Fahrt Licht und dann im Touchscreen die Taste mit dem roten Punkt für Aufnahme drückt. Nun muss man ganz einfach die Lok an der Zentrale bedienen, die gewünschten Funktionen auslösen oder deaktivieren und die Geschwindigkeit regeln. Alles wird dann als Programmablauf Schritt für Schritt aufgenommen, sprich gespeichert. Abschließend kann man jeden beliebigen Arbeitsschritt der Ablaufsteuerung nachbearbeiten und beispielsweise die Länge eines Pfiffs oder die Fahrdauer nebst der jeweiligen Geschwindigkeit ändern. Zudem lassen sich auch einzelne Schritte nachträglich löschen oder man fügt an einer gewünschten Stelle neue Funktionen ein. Bis so eine automatisierte Fahrt auf meinen Testgleismodulen richtig passt, vergeht allerdings immer einige Zeit mit Probefahrten und entsprechender Anpassung. Dies liegt mitunter daran, dass die aufgezeichnete Dauer der einzelnen Geschwindigkeitsfahrabschnitte nicht immer exakt passt und deshalb entsprechend korrigiert werden muss. Dafür brauche ich auf meinen Testmodulen keine Gleisrückmelder installieren. Vielleicht integriere ich aber mal auf meinen Modulen ein paar digital schaltbare Weichen, damit ich diese nicht mehr umständlich von Hand schalten muss, denn eine Weichenschaltung ist natürlich ebenfalls in der Ablaufsteuerung speicherbar. Hier sieht man übrigens gerade im Programmablauf das Abbremsen, den Fahrtrichtungswechsel und den Achtungspfiff. So, aber jetzt lasse ich einfach mal den Rest dieser Testfahrt ohne weitere Worte ablaufen.
Und nun ist die Ablaufsteuerung am Ende angekommen. Auf der nächsten großen automatischen Pendelfahrt zeige ich die Lokführerseite der Baureihe 24.
Abschließend gibt es nun noch eine weitere Pendelfahrt mit der Lokführerseite, aber ohne Licht und damit ohne den vielleicht einige Zuschauer störenden Generatorsound. So, das war's mit meinem Auspackvideo der von KISS für Bies Modellbahn gefertigten Baureihe 24 im Maßstab 1:32. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal weiterempfehlen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.